Projekte managen. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Aufgabe, bei der man Unterstützung gebrauchen kann. Zum Beispiel in Form eines Application Lifecycle Management Tools. Das ist eine sehr große Hilfe im laufenden Projekt. Was genau so ein Tool kann und warum es von SAP gleich 2 auf dem Markt gibt, das beantwortet Tobias Schneider, Public Cloud Experte bei FIS. Hallo Tobi, schön, dass du heute da bist. Hi Laura, schön, dass ich wieder da sein darf. Cloud ALM, was ist das eigentlich? Wofür steht das? Also ALM, generell der Begriff ausgeschrieben oder ausgesprochen, bedeutet ja erstmal Application Lifecycle Management. Das kann man im Prinzip 1:1 einfach mal übersetzen und dann hat man auch schon direkt die Erklärung parat. Es geht also um die Verwaltung des Lebenszyklus von Softwarelösungen und Anwendungen. Das heißt, angefangen bei der Idee und Konzeptionierung neuer Anwendungen oder Funktionen, über die Planung und Umsetzung, über das Testing, bis am Ende hin zum Betrieb und der Wartung der Anwendung in der Produktivumgebung. Und Cloud ALM oder kurz die Abkürzung CALM ist dann in dem Fall eben die Abkürzung der SAP für deren ALM-Lösung in der Cloud. Also das heißt, die Lösung wird auch wie die meisten Lösungen mittlerweile in der Cloud standardisiert seitens SAP bereitgestellt. Und grob zusammengefasst kann man eigentlich sagen, die Lösung besteht im Prinzip aus 3 Bereichen und das ist zum einen der Bereich Implementierung, also der Bereich, der für mich oder für uns im Projektgeschäft am relevantesten ist. Dann der Bereich Operations oder Betrieb. Das wird dann am wichtigsten, wenn ein Kunde mal live ist und seine Lösung im Produktivbetrieb nutzt und das Ganze dann eben monitoren will. Und der dritte Bereich ist der Bereich Services. Da muss ich sagen, hatte ich selber bisher relativ wenig Berührungspunkte, aber da geht es im Prinzip darum, dass die SAP ihre Services, wie zum Beispiel einen Readiness-Check für eine S4HANA-Transformation, eben auch darüber bereitstellt. Okay, dann schauen wir uns doch einfach mal von den 3 Bereichen den Bereich Implementierung ein bisschen genauer an, was man fürs Projektmanagement nutzen kann. Was steckt denn da drin? Wie kann man das Tool da in dem Bereich Projektmanagement nutzen und wie nutzt ihr das Tool in euren Projekten? Also grundsätzlich muss man sagen, ist da wirklich der gesamte Teil abgedeckt, den wir für unser Projektmanagement in Public Cloud Projekten jetzt zum Beispiel brauchen. Und wenn man es genau nimmt, eigentlich sogar mehr, als wir brauchen, weil wir seitens SAP da viel Unterstützung bekommen, indem die SAP sogenannte Projektbeschleuniger bereitstellt. Also zum Beispiel verschiedenste Dokumente, die wir als Templates nutzen können für Kickoff, für ein Backlog oder whatever. Und ich versuche das mal jetzt grob zu umreißen, ohne zu tief ins Detail zu gehen, weil es ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil da doch einiges drinsteckt. Und also wenn wir jetzt so ein Projekt aufsetzen, Neuimplementierung Public Cloud, dann beginnen wir im Endeffekt, dass wir auch in dem Cloud ALM ein Projekt anlegen. Und in diesem Projekt müssen wir dann als einen der ersten Schritte mal eine sogenannte Subactivate Roadmap zuordnen oder uns dafür entscheiden. Also wir müssen das nicht tun. Das heißt, ich könnte das ALM auch für jede Art von Projekt nutzen, nicht nur für SAP-Projekte oder SAP-Implementierungen. Aber in unserem Fall eben, wenn wir jetzt mal von einer Public Cloud-Implementierung ausgehen oder einem Upgrade, dann gibt es dafür von der SAP eben eine sogenannte Roadmap und die ordnen wir dem Projekt dann zu. Und haben dann in dem Moment auch direkt den ersten Vorteil von dieser Lösung, weil in dem Moment, wo wir diese Roadmap zuordnen, passiert im Hintergrund Folgendes, nämlich die SAP legt sogenannte Roadmap-Tasks an. Also das heißt Aufgaben, die aus SAP-Sicht oder aus der Erfahrung nach in diesem Projekt eben mindestens mal erledigt werden sollten. Und also da kann man sich dann tatsächlich auch schon sehr, sehr gut drauf verlassen, würde ich sagen. Und jetzt ist es natürlich so, jedes Projekt ist trotzdem individuell. Jeder Kunde geht anders an die Sache ran, hat spezifische Anforderungen und mit anderen Voraussetzungen an die Geschichte ran. Und deswegen kommen logischerweise immer auch noch zusätzliche Projektaufgaben hinzu, die eben individuell für das Projekt dann zu tun sind. Oder es fallen auch mal Aufgaben weg, weil die von der Roadmap eben aus unserer Sicht dann in dem Projekt nicht relevant sind. Weil man muss natürlich sagen, auch die SAP muss sowas ja relativ allgemeingültig machen. Und wenn ich jetzt die gleiche Roadmap für einen riesigen, komplexen Kunden nehme und für einen kleinen Kunden, dann kann es durchaus sein, dass es sich mal in gewissen Punkten unterscheidet. So, jetzt haben wir quasi dann als erstes die Projekthülle angelegt und die Roadmap zugeordnet. Und dann müssen wir entsprechend natürlich auch mal sagen, okay, wie sieht es denn von der Timeline her aus? Also in welchem Zeitraum bewegen wir uns? Wann sind wir ungefähr in welcher Phase in dem Projekt? Wann wollen wir welchen Meilenstein erreicht haben? Wann wollen wir live gehen? Das ist dann so der
der zweite Punkt, also diese Timeboxes zuzuordnen. Und ich brauche logischerweise dann als nächstes auch mein gesamtes Projektteam in diesem Tool. Das heißt, ich muss ein Onboarding machen, ich muss alle Projektmitglieder mit ihren jeweiligen Rollen auf das System bringen, damit die dann am Ende entsprechend auch Aufgaben bearbeiten können, dokumentieren können und so weiter. So, und jetzt kommt dann eigentlich der zweite super coole Punkt aus meiner Sicht. Im nächsten Schritt ordnen wir einen sogenannten Process Scope zu. Also das heißt, wir legen den Umfang des Projekts wirklich fest. Und das ist deswegen so cool, weil wir in der Beratung quasi vom Vertrieb genau schon die Infos bekommen, was der Kunde denn eigentlich in dem Projekt später haben will, was er in seinem System umgesetzt haben möchte. Also unser Vertrieb spricht mit dem Kunden vorher schon, legt fest, welche Prozesse sollen später implementiert werden. Und genau auf der Basis gehen wir dann her und packen auch genau diese Prozesse in das Cloud ALM, inklusive Projektprozessbeschreibungen, Testfällen, Prozessdiagrammen. Und das wiederum dient uns dann als Grundlage später, um die Fit-to-Standard-Workshops durchzuführen. Also das heißt, wir gehen dann später her und gehen mit dem Kunden wirklich in diesen Fit-to-Standard-Workshops durch, Prozess für Prozess, zeigen den dem Kunden und besprechen mit dem Kunden, ob dieser Prozess dann so im Standard zu ihm und zu seinem Unternehmen passt. Und ja, jeder, der mal SAP-Projekte gemacht hat, weiß, dass es trotzdem natürlich immer vorkommen kann, dass auch mal ein Standardprozess nicht so passt und dass der Kunde eben sagt, hey, ich habe hier wirklich einen bestimmten Prozess, das ist mein Unique Selling Point, den muss ich so leben, wie ich es eben mache. Und dann haben wir den Vorteil, okay, wir können direkt in so einem Workshop über diesen Prozess sprechen. Wir können das Prozessdiagramm live in dem Workshop dann entsprechend anpassen, also modellieren, können Requirements anlegen, also die Anforderungen vom Kunden aufnehmen und das dann später wieder für uns runterbrechen in User Stories und Aufgaben daraus ableiten. Und dann noch 2 Punkte, sage ich mal, die relevant sind. Das eine ist dann, wenn wir solche Anforderungen haben und haben gerade neue Themen umzusetzen vom Kunden, dann können wir auch in dem Cloud ALM sogenannte Features anlegen und die wiederum können wir dann auch von System zu System transportieren. Also ich kann auch mein Transportmanagement zwischen meinen SAP-Systemen in diesem Cloud ALM steuern. Und ja, genau, der letzte wichtige Punkt aus meiner Sicht ist dann das Thema Testmanagement. Ich habe es eben kurz angesprochen. Wenn wir den Scope festlegen, kriegen wir auch seitens SAP schon Testfälle bereitgestellt und können dann eben diese Testfälle so 1:1, wenn ein Kunde sagt, er bleibt im Standard für diesen Prozess, können wir die Testcases quasi 1:1 nutzen und darauf aufbauen, quasi Testfälle, Testpläne anlegen. Der Kunde kann dann, der jeweilige Tester vom Kunden kann dann eben hergehen, kann diesen Prozess durchtesten im Cloud ALM, kann abhaken, hat der Schritt funktioniert, hat er nicht funktioniert, ist irgendwo ein Fehler aufgetreten, muss ich einen Defekt anlegen, kann dem wieder dem Berater zuordnen. Der Berater kann den Fehler beheben und dann wird eben ein Retest gemacht. Und so habe ich wirklich am Ende von meinem Projekt alles immer sauber dokumentiert, habe für jeden Testfall dokumentiert, hat alles geklappt, wo hat es gehakt, wer hat wann, wo, wie was getestet und habe das alles eben zentral in einer Lösung und muss dann nicht noch mit Excel-Listen oder sonst was oder Word-Dokumenten rumhantieren, wie ich sonst vielleicht gemacht habe. Okay, super, danke. Wer ist denn die Zielgruppe für die Lösung? Würdest du das irgendwie einschränken und sagen, das ist nur für bestimmte Projektbereiche möglich oder nur bestimmte Kunden möglich? Oder kann man sagen, das ist einfach für jeden geeignet? Aus meiner Sicht gibt es so ein bisschen 2 Gruppen. Das eine sind Bestandskunden, die vielleicht aktuell noch den Solution Manager im Einsatz haben, also kurz Solman, wem das was sagt, also SAP-Bestandskunden. Für den Solution Manager ist Ende 2027 das Wartungsende aktuell angekündigt. Und für die wird es natürlich ein Thema zu sagen, okay, wie geht es danach weiter? Und für die durchaus kann man das empfehlen, dass man sagt, hey, geht doch mal her und nutzt mal im Cloud ALM so einen Readiness-Check und schaut mal, was ist denn heute schon vielleicht im Cloud ALM drin, was ihr jetzt im Solution Manager macht oder was ist vielleicht noch nicht drin oder was bietet euch das Cloud ALM künftig sogar mehr als das, was ihr im Solution Manager gemacht habt. Und ich glaube, da kann man mal vorweggreifen, für viele Kunden, die den Solman aktuell wirklich vollumfänglich nutzen, also wirklich ausgiebig nutzen, für die ist vermutlich jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt wirklich für die letztendliche Transition gekommen. Also da sprechen wir immer so eher Mitte, Ende 2026 dann.
Aber trotzdem sollte man sich jetzt schon damit beschäftigen und mal gucken, was nutzt man denn und ist vielleicht doch schon alles da, was man eigentlich braucht, weil nicht jeder nutzt natürlich auch den Solman im vollen Umfang. Und die zweite Gruppe aus meiner Sicht sind dann eben natürlich Neukunden, also mit denen wir hauptsächlich zu tun haben in meinem Bereich. Für die ist die Lösung aus meiner Sicht echt super geeignet schon. Die können damit wirklich ihre gesamten Projekte abwickeln. Also vor allem natürlich, sage ich mal, wenn jetzt beim Kunden noch kein Tool im Einsatz ist, wie was weiß ich, Jira oder Confluence, und der Kunde gar nichts hat, dann ist es aus meiner Sicht echt eine super Ergänzung, zumal die eben kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Das klingt in der Tat sehr gut. Du hast ja vorhin auch schon mal beschrieben, was die Cloud ALM-Lösung kann. Gibt es auch Grenzen und wenn ja, wie sehen die denn aus? Ja, also ich glaube, da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wofür will man die Lösung wirklich am Ende verwenden. Und für unseren Zweck jetzt, also Neuimplementierung Public Cloud, sage ich mal, ist es schon echt super. Also wir haben da jetzt keine Hindernisse bisher festgestellt, die uns wirklich davon abhalten würden, das Tool zu nutzen oder wir sagen, wir müssten was anderes nutzen. Also dafür ist es echt super. Eine Grenze, die ich kenne, ist das Thema Speicherkapazität. Also ich habe 8 Gigabyte an Speicher quasi in diesem Cloud ALM kostenlos mit dabei. Das heißt, wenn ich jetzt als Kunde die Lösung wirklich nicht nur für mein Projekt nutze, sondern ich möchte damit meine ganzen Systeme monitoren und da fallen natürlich dann entsprechende Daten an, die auch eine gewisse Laufzeit lang gespeichert werden. Dann muss ich gucken, okay, wenn meine Landschaft, die ich monitoren möchte, irgendwann relativ groß ist, dann kann es durchaus sein, dass ich mit diesen 8 Gigabyte natürlich nicht hinkomme. Dann muss ich nachlizenzieren und ich glaube, das kann ich bis zu 24 Gigabyte. Aber das ist vielleicht mal so eine Grenze, die man nennen sollte. Und jetzt aus Projektsicht raus muss ich sagen, was mir so ein bisschen fehlt, ist beim Thema Dokumentenmanagement. Das heißt, ich kann Dokumente immer nur innerhalb eines Projekts verwenden. Also die SAP denkt da wirklich immer in einem Projekt. Das heißt, wenn ich jetzt projektübergreifend ein Dokument brauche, dann geht es Stand heute noch nicht. Also ich kann da nicht im anderen Projekt darauf zugreifen. Und auch Thema Dokumentenmanagement, was mir so ein bisschen fehlt, ist das Thema Upload-Funktionalität. Also ich habe in Cloud ALM so einen Rich-Text-Editor. Ich kann da Dokumente erstellen, ich kann Screenshots einfügen, das ist schon echt gut. Aber ich kann eben jetzt nicht zum Beispiel eine Kick-Off-Präsentation irgendwo hochladen. Zumindest nicht out of the box. Wenn ich das möchte, dann muss ich mir so einen Document-Management-Service der SAP mit dazu buchen. Das ist, würde ich sagen, so eine kleine Einschränkung, die wir haben. Und was ich jetzt zumindest von Solman-Bestandskunden gehört habe, ist das Thema Change Request Management, also dass es da noch Deltas gibt im Vergleich zum Cloud ALM. Und was mir noch ein bisschen fehlt, das soll aber dieses Jahr kommen, das weiß ich, ist so dieses ganze Thema Leitplanken oder Vorschriften. Also im Cloud ALM kann jeder, der darauf Zugriff hat, relativ frei die ganzen Themen erledigen, kann, wenn er jetzt eine Aufgabe anlegt, dann selbst entscheiden, welche Felder gepflegt werden. Und da ist es für uns, sage ich mal, im Projektmanagement immer ein bisschen schöner, wenn ich zum Beispiel Pflichtfelder vorgeben kann. Wenn ich weiß, okay, jede Story ist wirklich mit den gleichen Feldern belegt, jeder hat alles ausgefüllt, was dafür nötig ist. Das fehlt gerade noch ein wenig, aber das soll, wie gesagt, dieses Jahr in so einem Constraints-Framework, nennt sich das, dann auch kommen. Genau, das wären so aus meiner Sicht ein paar Grenzen. Okay, ein paar Grenzen, kleine Einschränkungen. Jetzt aber trotzdem nochmal zu den Vorteilen. Du hast zwar vorhin natürlich schon einige genannt, aber kannst du nochmal ganz klar aufzählen, was jetzt die Vorteile dieser Cloud ALM-Lösung für den Kunden sind? Ja, klar. Also aus meiner Sicht, der größte Vorteil ist wirklich, dass man sagt, hey, die Lösung ist Best of Integration. Also man spricht ja oft von Best of Breed und da muss man einfach sagen, okay, es gibt sicherlich immer wieder Einzellösungen, die in einzelnen Teilen besser sind oder stärker sind als das Cloud ALM. Also so Best-of-Breed-Ansatz, wenn man fahren möchte und sich wirklich in jedem Bereich fürs Testmanagement, fürs Projektmanagement, für Transportmanagement, was auch immer, eine einzelne Lösung sucht, dann findet man wahrscheinlich bessere. Aber das ALM bringt eben diesen riesigen Vorteil mit, dass ich alles in einer Lösung schon gesamtheitlich habe. Und gerade für SAP-Kunden ist das aus meiner Sicht ein echt unschlagbarer Vorteil. Also wirklich zu sagen, hey, ich habe Projektmanagement, Testing, Transportmanagement, Monitoring, alles in dieser einen Lösung, das ist schon, glaube ich, so einzigartig auf dem Markt. Und auch eben Thema Integration, das heißt, das Tool ist nicht nur innerhalb der Lösung integriert und hat die einzelnen Bestandteile integriert, sondern
ich kann es eben auch mit meinen SAP-Lösungen integrieren, zum Beispiel mit der Public Cloud im Thema Testmanagement und kann dann automatisch Testfälle durchführen lassen im System und muss das nicht mehr manuell machen, wenn ich sowieso im Standard bin. Oder ich kann es mit Drittanbieterlösungen über entsprechende APIs integrieren. Und ansonsten, es unterstützt mich entsprechend bei der Nutzung agiler Projektvorgehensweisen, also zum Beispiel wie Subactivate, da habe ich dann eben auch einen großen Vorteil, dass ich das dafür direkt nutzen kann. Ich habe in meinem Projektmanagement dann immer Echtzeiteinblicke, also wo stehen wir im Projekt. Ich muss nicht mehr einfach nur mit einer Ampel, hey, sind wir gelb, grün oder rot, sondern ich habe wirklich immer den aktuellen Stand, wie viele Tasks sind abgearbeitet, wie viel haben wir noch in der jeweiligen Phase, wann soll die Phase fertig sein, wo hängt es gerade, wie stehen wir beim Testen. Also das ist schon mit einem Klick immer alles bereit zu haben, dann natürlich auch echt super. Und noch dazu muss man halt sagen, es ist kostenlos. Also wenn ich eine Cloud-Lösung der SAP kaufe, dann kriege ich automatisch das Cloud ILM kostenlos mit dazu und bin auch nicht beschränkt, wenn ich jetzt sage, wie bei Jira zum Beispiel, dass hier jeder User bezahlen muss, sondern ich kann da das gesamte Projektteam einfach draufholen und kann damit mein Projekt abwickeln. Und ja, genau, für mich im Projektmanagement noch mit der größte Vorteil ist eben im Thema Testmanagement, dass ich sage, hey, ich kriege von der SAP diese Testcases schon fertig quasi und der Kunde kann die testen, ich muss sie nur minimal anpassen und muss nicht von null anfangen, mir jedes Mal für jedes Projekt eigene Testfälle zu schreiben, weil das war immer so ein großer, ja, sag ich mal, Treiber, also ein großer Aufwandstreiber, was uns viel Zeit gekostet hat, muss man sagen. Und genau, das wären so die Vorteile. Super, danke. Du hast jetzt schon ein paar Mal den Solman, den Solution Manager, erwähnt. Warum braucht es denn jetzt diese neue Lösung des Cloud ILM trotzdem? Ja, also da muss ich fairerweise sagen, ich selbst hatte nie wirklich mit dem Solution Manager gearbeitet. Ich kenne die Lösung, ich weiß, wie die aussieht, ich weiß, was die Kunden damit tun. Ich selbst habe ihn nie verwendet und ich glaube, das ist ein Vorteil, den auch Kunden haben, wenn sie den nicht kennen, also dass sie dann unbedarft an das Cloud ILM rangehen, so wie wir es auch gemacht haben und dann deswegen das auch, glaube ich, sehr gut finden. Aber wie gesagt, es gibt eben auch Solman-Bestandskunden und da kann ich jetzt nur vom Hörensagen sprechen, dass sie eben immer wieder über ein paar Schwächen reden, wie zum Beispiel eine langwierige Implementierung, ein hoher Wartungsaufwand, eingeschränkte Benutzerfreundlichkeit und auch teilweise eben begrenzte Integrationsmöglichkeiten. Also das sind schon wirklich dann alles Punkte, wo man sagt, hey, da hat das Cloud ILM, das ist einfach out of the box da ist, eine Standardlösung der SAP, schon natürlich ein riesen Vorteil, dass ich da nicht erst ein ewiges Projekt machen muss, um die Lösung erstmal aufzusetzen. Und ja, es ist nun mal jetzt eben einfach so, dass für den Solman Ende 2027 als Wartungsende angekündigt ist. Klar, wer SAP kennt, weiß, wahrscheinlich kann man gegen Einwurf von Münzen, Extended Maintenance nochmal das ein bisschen verlängern, aber trotzdem ist es so, dass eben das Cloud ILM die Zukunftslösung sein wird und der Solman abgekündigt ist oder ja, Wartungsende angekündigt ist. Und wie gesagt, gerade für neue Kunden deswegen aus meiner Sicht das Cloud ILM definitiv die Go-To-Lösung. Und ich finde es auch ehrlich gesagt konsequent seitens SAP, auch diese Lösung wie ihre anderen Lösungen dann eben in Richtung Cloud zu bringen und eine standardisierte Cloud-Lösung bereitzustellen. Und damit ist eben auch dann möglich zu machen, dass alle Kunden wirklich wieder neue Features zeitgleich und sicher ausgeliefert kriegen. Okay, klingt auf jeden Fall sinnvoll, dann den Wechsel anzupeilen oder gleich direkt auf das neue Cloud ILM zu setzen. Du hast jetzt gesagt, das ist die Lösung der Zukunft. Werfen wir doch mal einen Blick in die Zukunft. Wie sieht denn die Roadmap aus? Welche nächsten Funktionen sind denn geplant? Genau, also da ist echt eigentlich schön gemacht von SAP, dass man wirklich immer die Roadmap einsehen kann. Ist immer so für das nächste Jahr im Voraus quasi, wo man gucken kann, hey, okay, was ist denn aktuell geplant? Jetzt ist natürlich auch so, das kann sich verschieben. Auch die SAP-Entwickler sagen, sie versuchen da was reinzubauen und dann gegebenenfalls kommt ein anderes Feature vorher und irgendwas anderes schiebt sich nach hinten. Aber jetzt mal, ich habe es mir mal für dieses Jahr ein bisschen angeguckt, was schön ist für uns auf jeden Fall, ist, dass man künftig Testpläne zum Beispiel kopieren kann, weil das immer momentan noch ein größerer manueller Aufwand ist. Wenn ich sage, ich brauche den gleichen Testplan dann wieder, zum Beispiel nach einem Upgrade oder so, dass man die kopieren kann. Dann für Solman-Bestandskunden das Thema Selective Data Transfer, also die werden im Laufe des Jahres immer mehr Daten aus ihrem Solution Manager auch ins Cloud ILM übernehmen können. Daher das sicherlich relevant und interessant.
Und für uns aus Projektmanagement-Sicht soll das ganze Thema Guided Implementation weiter ausgebildet werden, sage ich mal. Also, dass wir immer mehr oder noch weiter an die Hand genommen werden, wirklich, um Projekte erfolgreich durchzuführen und da wirklich Step by Step so durchgeleitet werden, was ist als nächstes zu tun. Und was ich vorhin gesagt habe, noch dieses Constraints-Framework, das ist für mich wirklich ein cooler Punkt. Da bin ich froh, wenn er da ist, dass man wirklich sagt, okay, ich kann jetzt sicherstellen, dass alle Arten von Objekten, sage ich mal, gleich gepflegt sind, dass die Felder ausgefüllt sind, dass es für mich einfach sichergestellt wird, dass wirklich jeder gleich mit diesem Tool arbeitet. Und in dem Zusammenhang sollen entsprechend auch neue Rollen und Berechtigungen kommen, um wirklich das noch ein bisschen besser aussteuern zu können. Wer darf denn jetzt eigentlich wirklich was im Cloud ALM? Okay, super. Danke dir, Tobi. Dann sind wir schon am Ende von unserer Podcast-Folge. Ich sage vielen Dank an dich und bis zum nächsten Mal bei WhatsApp. Tschüss. Dankeschön. Ciao.